Servus und Hallo in Ark Ascended. Wir haben ja jetzt Cryopods und da gibt es einiges dazu zu sagen. Erstmal, was haben wir da Neues gekriegt? Das sind bei Level 50 hier diese beiden Engramme, Cryopods und die Cryofridge, wo man diese Pods dann eben aufheben kann. Hier steht auch gleich dabei, was man dann braucht, um die zu bauen. Das würde ich empfehlen, sich mal zu notieren oder einen Screenshot zu machen. Wenn ihr die bauen wollt, dann müsst ihr natürlich das entsprechende Zeug mal einpacken und in eurem Inventar mitnehmen. Die Cryopods funktionieren von Haus aus nicht mehr so wie in dem alten Ark. Allerdings kann man das sich einschalten. Das zeige ich hier am Ende des Videos dann auch noch, wie man das macht. Da muss man eine Änderung in der Game-INI machen und dann funktionieren die Cryopods genauso wie eh und je. So, wir packen uns jetzt also das Zeug ein, was man so braucht, die Kristalle und so weiter, und dann geht es als nächstes zum Bauen dieser Cryopods. Cryopods und Cryofridge kann man an 3 Stellen bauen. Das eine ist diese Supply Crate, das ist also ein Airdrop, wie er da eben hier auf der linken Seite gerade runterkommt. Da kann man die bauen, da muss man allerdings schnell sein, und weil der verschwindet ja wieder. Oder hier eben am Obelisken unten an dem Terminal, wo man da ja auch an dem Terminal das benutzt, um in den Bosskampf dann reinzukommen. Kann man die bauen, oder in einem Tech-Replikator, den man natürlich dann auch erstmal bauen können muss. Ja, deswegen fliege ich jetzt hier zu diesem Terminal am Obelisken, da kann man in Ruhe und gemütlich sich die Sachen zusammenbauen. Ich bin mit meinem Agi da, weil der ja viel schleppen kann. Der hat das Zeug auch dabei gehabt, jetzt hingeflogen, und jetzt packe ich diese Sachen hier ins Terminal rein, die ich zum Bauen brauche. Und jetzt können wir hier in diesen Engrammen, die da drin liegen, da ist es zum Beispiel die Cryofridge bauen. Ich baue mir gleich mal 2 Stück von diesen Cryofridges, und dann habe ich noch Material dabei für 6 Cryopods im Moment. 2 Cryofridges. Und jetzt haben wir hier nochmal die Cryopods. 6 Stück. Und die werden da jetzt auch fertig gebaut. Die Cryofridge und die gebauten Cryopods habe ich jetzt dabei. Allerdings braucht die Cryofridge einen Strom. Die funktioniert nicht ohne Strom. Deswegen müssen wir jetzt erstmal einen Stromgenerator aufbauen. Da braucht man hier, wie man sieht, Level 49. Und da müssen wir uns jetzt erstmal diesen Generator bauen. Der Generator wird ja mit Benzin betrieben, das stellt man dann in der Schmelze her. Mit Leder und Öl kann man das herstellen. Und da stellen wir uns hier mal den Generator auf, und dann kommt da das Benzin rein und dann wird er eingeschaltet und dann haben wir schon mal Strom. Der Generator hat auch nur eine bestimmte Reichweite, die ist eingegrenzt, eingeschränkt. Jetzt stellen wir uns hier noch die Cryofridge auf, wo sie halt hinpasst. So kann man das stehen lassen. Und dann als nächstes füllen wir die gleich mal mit den Cryopods. Die werden da drin eben auch aufgeladen. Wie man sieht, haben die ja eine begrenzte Lebensdauer von 30 Tagen. Und dann werden die aufgeladen. Eine nehme ich gleich mal mit jetzt zum Ausprobieren. Ja, da wollen wir gleich mal ausprobieren, wie das jetzt funktioniert mit diesen Cryopods. So, dann nehmen wir den in die Hand, drücken die linke Maustaste und zack, haben wir in dem Cryopod unseren Raptor drin. Juhu! So weit schon mal so gut. Da ist er. Da ist der Raptor. Der Cryo-Kühlschrank hier, da sind wir wieder, der hat eine bestimmte Reichweite, und da schalten wir uns jetzt mal die Reichweitenanzeige an, damit wir sehen, innerhalb von welcher Reichweite zu dieser Cryofridge wir jetzt dann aus den Cryopods Tiere spawnen können.
Weil das ist eben die Änderung, die es jetzt hier im Standard in Vanilla gegeben hat. Wir können nur innerhalb einer begrenzten Reichweite von diesem Cryo-Kühlschrank Tiere aus den Cryopods rauswerfen. Man kann das aber ändern, das zeige ich dann noch zum Schluss am Ende des Videos, was man da ändern muss, damit das so funktioniert wie immer. Ja, jetzt bin ich hier außerhalb der Reichweite und zack, nichts geht. Ja, so funktioniert das jetzt. Man kann also außerhalb der Reichweite vom Kühlschrank keine Tiere aus dem Cryopod rausspawnen. Ja, manchmal geht es auch sogar innerhalb der Reichweite nicht sauber, wie man sieht. Da muss man noch ein bisschen näher an den Cryofridge dran. So, jetzt bin ich ganz nah. Jetzt geht's wieder. Ja, also manchmal hakt es da auch ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, das lässt sich auch anders handhaben. Ja, wir haben also jetzt die Range da eingeschaltet. Die können wir dann an der Stelle natürlich auch wieder abschalten in der Cryofridge. So, ich habe jetzt die Cryofridge Range hier wieder eingeschaltet. Man sieht den weißen Strich. Und wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, logisch, innerhalb der Range den Raptor rauszuwerfen. Wir können das jetzt allerdings auch außerhalb der Range. Jups, da kommt er, obwohl ich in der Range nicht drin bin. Das heißt, die Funktion von den Cryofridges, die kann man auch so wieder haben, wie sie früher im alten Ark Survival Evolved gewesen ist. Man muss dazu allerdings dann eben eine Änderung in der Game User Settings machen. Das zeige ich jetzt gleich mal. Wir haben also hier in diesem Ordner, da oben steht der, wo eben jetzt das Ark Survival Ascendant installiert ist. In diesem Unterordner Saved Config Windows diese Datei Game User Settings ini. Und hier können wir neue Einträge machen, und zwar sind das diese drei hier. Der erste, Disable Cryopod Fridge Requirement True, schaltet im Grunde genommen diese Funktion, dass das gesperrt ist außerhalb der Range von der Fridge, schaltet das aus. Also das Disable ist wahr, also abschalten. Es gibt also kein Fridge Requirement mehr. Das ist die Funktion, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Hier gibt es noch eine weitere Funktionalität. Disable Cryopod Enemy Check True, wenn man das auf True setzt, das ist standardmäßig eben auch ausgeschaltet, dass in der Nähe von feindlichen Basen oder in der Nähe von Feinden eben auch die Cryopods nicht funktionieren. Das kann man hiermit abschalten. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit Allow Cryo Fridge on Saddle True einzutragen. Und das ist dann eben die Möglichkeit, dass man auch auf einem Sattel den Cryofridge montieren kann, dass man den auf den Sattel bauen kann, den man dann zum Beispiel auf einem Quetz oder auch auf einem Pronto drauf hat. Das sind die drei Sachen. Ich trage die noch in der Videobeschreibung unten ein und gegebenenfalls auch in den Kommentar noch, den ich anpinne. Diese drei, die könnt ihr dann einfach kopieren. Und die müssen in der Game User Settings reinkopiert werden, innerhalb dieses Abschnittes Server Settings, da unten rein, und dann funktioniert das entsprechend. Also wie gesagt, einmal hier dieser Befehl, der ermöglicht, dass die Cryopods wieder so funktionieren, wie wir es von vorheriger Version von Ark kennen. Das hier schaltet den Feindcheck ab in dieser Form, dass man Cryopods auch an Feindesbasen verwenden kann. Und das hier ermöglicht, dass man Cryopods auf Sättel bauen kann. Das kann man auf Servern genauso halten. Wenn ihr also einen Nitrato-Server habt, und dann tragt ihr es genauso dort in die Game User Settings ini und in die Server Settings ein. Und dann kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, Like, Abo, Kommentar hinterlassen gerne, und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.